This trip to the countryside will be good for you, Holmes. Hmm. As your friend and your doctor, I really do recommend that you give yourself a complete change of scene. Fresh air, brisk walks, bird watching, chopping wood. Sounds intolerable. Certainly it sounds delightful. But you haven't yet told me who your friend is, the one we're going to visit. He is a bee lover. A bee lover? Do you mean that he keeps bees? That must be Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. There is someone to see you, Mr. Holmes. I have no time. Send whoever it is away. Yes, Holmes, I really think we ought to leave now. Mycroft. Sherlock. Oh, Mr. Holmes? Perhaps you don't remember me. I'm Dr. Watson. We met at the Diogenes Club a few years ago. I documented our encounter in a short story I gave the title The Greek Interpreter. He does remember you, Watson. My brother remembers everything, and that is why he is so valuable to the government. We're about to depart for the train station. I know. You know? Sherlock, I need your help. There are people who presently threaten both our country and the Crown itself. You must help us with those methods of yours. Need? Help? Those are not words I would readily associate with you, Mycroft. I wrote you a letter, but you did not reply. And this is not about politics. It's about people. People similar to those whom you pretend to defend in your petty detective affairs. Everything is about politics with you, Mycroft. I'm not interested. Have some of your agents, your spies, or worse, undertake this job of yours. You are defending your people, and they have little to do with the people I choose to help, I can assure you. That is the point. You think exactly as they do. Who are they? The Merry Men. He is talking about the Merry Men, a band of idealistic terrorists. Sherlock, do please think about it. They are planning something diabolical. Your country needs you. You need me, Mycroft, and you are not the country. Although if your waistline expands very much further. Mrs. Hudson, tea will not be necessary. Dr. Watson, the train conductor, Mr. Parker, is aware that you will be 7 minutes late. You are in the 4th car. The train will be waiting for you. Sherlock, enjoy your time in Staffordshire. And do, please, at least write to me on your return. Oh, so sorgsam, unser Bruder. Mycroft. Ein wunderschön. Herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes, Crimes and Punishment. Und wir sind in einem neuen Aufgabenbereich, beziehungsweise Rätsel oder Fall. Das Rätsel auf den Gleisen. Ein Bahnhof bei Nacht. Ein ankommender Zug. Ein außergewöhnliches Rätsel. Holmes und Watsons Rückkehr aus dem Urlaub wird zu einer abenteuerlichen Geschichte. Na, da bin ich ja gespannt. Das war die Aufgabe, der letzte Fall, der schwarze Peter. Ja, unsere Entscheidung. Ich mache jetzt nicht Leertaste, ist aber so. Harpune, mit der schwarze Peter getötet wurde, haben wir jetzt als Souvenir. Das ist schön. Und Briefe nehmen. Okay. Die Rache eines Harpuniers. Der Fall um den erschütternden Mord an dem ehemaligen Kapitän Peter Carey, auch bekannt unter dem Namen Schwarzer Peter, ist gelöst. Die Beweise, die Scotland Yard von sicherer Quelle erhalten hat, waren mehr als ausreichend, um festzustellen, dass Peter Carey von Pablo Coventrao, einem seiner früheren Harpuniere, ermordet wurde. Allerdings wird es nicht zu einer Gerichtsverhandlung kommen können, denn Coventrao wurde vor kurzem tot aufgefunden, gestorben, ohne Gewalteinwirkung. Möglicherweise ist er ein Gewissensbissen ob seines schrecklichen Verbrechens gestorben. Genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Aber nichtsdestotrotz, das war, Toby. Look after Mrs. Hudson for us, Toby. Fein, Toby. So, Watson. Holmes, please call a cab while I pack my suitcase. We shall be late for the train. Ja, dann rufen wir mal eine. Können wir hier durchs Fenster? Nee, wir können durchs Telekop.
Beobachtet die uns? Auf welches Fett? Da oben. Warum guckst du da hin, Holmes? Wir können es auch nicht bewegen. Ein Dekolleté. Nun ja. Watson, I'll hold a cab for us. We leave in 5 minutes for the station. Eine Woche später haben wir uns doch wirklich erholt. Es ist Urlaubszeit. Oh, geht ja schon weiter. What a gloomy night. It was warmer inside the waiting hall. Since the station master told us that the train is about to arrive, we should not have to wait very much longer. Yes, at last. Attention! The train is arriving at the station. Please stand well away from the platform edge. I'll take your bags and your blasted archive suitcase. But, Holmes, the headlight. It's faded away. Something is wrong. I can't hear any sound from the incoming train. Excuse me, sir. Can you explain what has happened? I don't know. It's as if the train vanished into thin air. Holmes, say something. Quick, fetch a lantern and let us take a look. What the fuck? It's too dark. Only fog and rails, nothing else. There is no use in stumbling around here at night. We will come back tomorrow. Sehr früh am nächsten Morgen. Ist ja interessant, ob das überhaupt der Zug war, den wir gesehen haben. Ich meine, die Hupe, also hier das Signal, das kann ja von irgendwas stammen. Die Lampe glaube ich nicht, dass das der Zug war, weil man hat ja keine Geräusche gehört. Aber gut, ich will nicht vorweggreifen. Well, here we are again at Evesham Station. We have a full day ahead. Let us begin our investigation. Tatort untersuchen. Oh, wir sind also jetzt hier draußen und haben Gebiete. Das ist schön. Also hier hinten geht es nicht weiter. So, dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwas finden. Hier ist die Tür. Kommen wir da rein? Nein. So, was ist hier? Hier kommen First wir of rein. all, let us examine the area where the train disappeared. Da im Nebel. Wahrscheinlich muss ich... Nee, hier kann ich runter. Warum blubbert das Wasser? Ist aber nicht normal. So, wir waren hier bis zu diesen, bis zu dieser Markierung. This is the place where we saw the train vanish last night. Eine leere Flasche. A discarded item, possibly thrown from the train. There are no tracks or footprints on the ground. Railway sleepers, nothing unusual. Okay, was haben wir hier noch? Die Schienen. The rails have not been touched. There's nothing unusual here. Okay. There are no signs to indicate that the train ran off the track, nor are there any other traces. There is nothing whatsoever. There are no clues. But then, a negative result is also a result. Oh, I see what you're getting at. No clues and you're smiling. Yes, Watson, I do smile on occasion. This mystery appears very promising. This investigation won't be simple. We shall require a map of the region. Perhaps the station master could lend us one. Wir gucken mal, ob, wie weit wir hier hinkommen. Nein. Okay. Nein.
da lang. So. Ich bin der Meinung, es gab keinen Zug. Ey, guck mal, das Blatt Papier. Da bin ich fest der Ansicht, dass es wirklich keinen Zug gab. Hier in Evesham. Wie spät ist es? Ja. Ach, da ist ja der Station Master. Mal gucken. Hoffe ich mal, dass es der Station Master ist. Der Vorsteher. Good morning. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Yes, I remember you. I'm Station Master Everett. You were here last night. So, you are Mr. Holmes, the great detective. Will you be investigating what happened? I shall indeed. It is extraordinary that an entire train could disappear like that. And to think of all the poor people inside it, the passengers, the driver. Wir gucken uns ihn erstmal an. Er hat bestimmt was zu verbergen. Der Täter ist immer der Schaffner. Der Bahnhofsvorsteher. Gucken wir mal. Graue Haare. Ja, der ist auch schon ein bisschen älter. Und ausgezeichnet. Erdspuren. Verheiratet. Could you please give us any details about the train? Well, there was nothing so very special about it. At least not that I can recall. My memory's not what it used to be. However, if you need it, you can have the train composition report. It's inside my office. Okay, danke, danke. Wir brauchen noch hier eine Streckenkarte. I would be glad to have a detailed map of the local railway district. But of course, please, take the one that's pinned inside the waiting hall. Das ist ja bombig. See you hier. later, my good man. Hi, good man. So, wir gucken mal. Dieser Mann ist gut 60 Jahre oder etwas älter und seit langem verheiratet. Die frischen Erdspuren auf seinen Ärmeln offenbaren seine Leidenschaft für Gartenarbeit. Die Auszeichnung als Ehrenbahnhofsvorsteher zeigt, dass er hier schon sehr lange tätig ist. Aus all dem ist zu schließen, dass er am liebsten ein ruhiges und unaufgeregtes Leben führt. Aber warum er mit seinen Klamotten Erdarbeiten tätigt, das muss man nicht erzählen, oder? So, dann gehen wir aber hier rein. Und gucken uns mal... Hier ist eine Karte, ist aber nicht die Karte. Die Karte ist es auch nicht. Was? Bürotisch. Ein Telegramm. Mr. Robinson is located at Bridlington Station. Okay. A new telegram. I think we should meet this Mr. Robinson. Wer auch immer Mr. Robinson ist. Und hier haben wir Line Nottingham, London. Type Trainer Liner Nummer 324. Composition Locomotive Coal Car First Class Car Postal Special Wagon. Ordered by Mr. Robinson in Second Class. Hier wurde ein Zug entführt. Denn der Special Wagon hat bestimmt irgendwas Tolles transportiert. Mal gucken. Here is the train set. Sonderwagen. Okay, na da bin ich aber gespannt. Das können wir fragen. Wir brauchen jetzt noch eine Karte, die kriegen wir aus dem anderen Dingens hier, Bummens. Hier vorne müssen wir... So, Kutscher, warte mal bitte. Weil wir werden bestimmt gleich weiterreisen. So, und hier irgendwo gibt es eine detaillierte Streckenkarte. Wir sind gerade hier. Das sieht auffällig aus. Oder was meint ihr? Das sieht doch auffällig aus. Wollen wir wetten, dass es hier eine Behelfsstrecke gibt? This map will be useful.
Und nochmal als Betonung, ich spiele es blind. Aber das sieht mir hier so... weiß nicht. Okay, jetzt können wir noch mit Sicherheit den netten Herrn befragen. Aber wir schauen mal hier noch, ob wir noch irgendwas finden. Außer Blatt Papier, was rumfliegt. So, wir reden jetzt noch mal mit unserem netten älteren Herrn hier. Sonderwagen. According to the train composition report, there was a special wagon. What does that entail? That's a highly secure car, ordered by a private party. It is generally to carry something of value. Those wagons have iron walls, you know, without any windows. And they're fitted with a complex key lock. That is important information. Do you know what was inside this particular Bestimmt wagon? nicht. Certainly not. No, that's private. And it's not my responsibility to allot the wagons to whoever. So. Was there anything exceptional about any of the passengers aboard the train? What do you mean? Like officials? I wouldn't know. Oh, but now that you mention it, yes, there was something. There was a message from Bridlington station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. What kind of problem that they didn't say? That is interesting. You mentioned a problem at Bridlington station. I should like to visit this station. Could you mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. Okay. See you later, my good man. So, dann schauen wir mal. Ah, das ist da. Okay, ich würde mal sagen, der Kutscher ist hier drüben. Wir reisen jetzt mit der Kutsche zur anderen Station. Nach Bridlington. Ich hätte auch die Karte direkt nehmen können, aber egal. Na, eine Herleitung ist, glaube ich, noch nicht möglich, oder? Sonderwagen, keine Spur. Okay, es gibt noch nichts. Watson, da hinten steht einer. Zwei. Die beobachten uns. Oder auch nicht. Da ist... Wer bist du? Bist du überhaupt wer? Der raucht irgendwie eine unsichtbare Zigarette. So, erstmal die andere Tür. Luggage. Railway post bags. Wer bist du? Wütender Fahrgast. Ah, hello, Mr. Robinson. Ach nee. So, kommen wir hier rein in Private. Hallo, Vorsteher. Good day to you, gentlemen. How may I help you? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see. I'm Station Master Bertram, but my supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. Aber erst, wenn wir dich analysiert haben. Junges Alter. Saubere Kleidung. Vorschrift. Ah, Tintenflecken. Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers last night. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham.
But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with 2 furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, thank you. I understand. Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did. And I mentioned it in my report to our higher management on the matter. Okay. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Okay. Unerfahrener Vorsteher, Streckenkarte, Zug war verspätet. Unerfahren. Let me speak frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. That is... Well, I'll tell you everything. So kann man die Leute auch First of all, überzeugen. I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was Okay. not his right to do so. He was very rude. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. What did the telegram say? Well, that was the peculiar thing. It was almost unreadable. It was full of errors and awfully vague. It was hard to understand if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself. We ought to Okay. visit Chesterfield Station. We need to confirm if the station master saw the train or not. Zu Ankunft 30 Abfahrt. Das ist ja mit Morsecode eigentlich übertragen, ne? Das sieht ja so aus, als ob jemand da nicht morsen kann. Backnoff. Der Bahnhofsvorsteher von Brightlington ist relativ jung. Er versucht, seine Uniform sauber zu halten und seine Arbeit perfekt zu erledigen. Frische Tintenspuren an den Fingern seiner rechten Hand und der Vorschriftenkatalog, den er bei sich hat, deuten darauf hin, dass er sehr eifrig ist und alles richtig machen will. Es hat den Anschein, dass er gerade erst die Ausbildung abgeschlossen hat und dies seine erste Arbeitsstelle ist. So, finde ich jetzt irgendwas hier? Da. Spalt im Boden. Blatt Papier. The insurance policy for Robinson's machine. A significant sum. Aha. Versicherung abgeschlossen von Thomas L. Robinson für seinen Prototyp mit der Bezeichnung autonomer Stromgenerator. Die Versicherung deckt den Totalschaden oder den wirtschaftlichen Totalschaden am Prototyp bis zu einer Höhe von 50% des Gegenstandswertes. Maximale Deckungssumme 15.000 Pfund. Ein Jahr verlängerbar. Interessant. Ah, und jetzt deckt sich so nach und nach hier dann noch... Ah, okay. Erfragen. Den Report beim Bahnhofsvorsteher. Und wie es weitergeht, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei bei Sherlock Holmes, Crime and Punishments. Bis dahin, euer Firefox. Fox.